Leute, hey, was geht? Habt ihr einen schönen Sonnenaufgang gesehen? Und es ist hier schon helllichster Tag, um 7 Uhr morgens oder 8 Uhr vielleicht schon. Ich habe heute sehr viel zu tun. Als erstes war ich gerade frisch duschen. Sehr geil, auf jeden Fall. Super erfrischend. Und als allererstes, was ich machen muss, ist, ich gehe jetzt zu Woolworth mit dem Fahrrad und kaufe mir das Allerwichtigste, was man hier in Australien haben kann, als jemand, der nicht hier lebt, ist Sonnencreme und allgemein Feuchtigkeitscreme, weil ich habe bereits am zweiten Tag, also gestern Abend, schon gemerkt, dass ich Sonnenbrand habe. Jeder von euch sagt jetzt, haben wir dir gesagt. Ich weiß, deswegen lasst mich Kevin sein. Ich werde ein paar Sachen ignorieren, die ihr mir bereits gesagt habt. Allerdings ist es noch nicht schlimm genug, wenn ich das mit mir jetzt pflege und den Tag so durchstehe, ohne das halt irgendwie krass zu noch weiter schlimmer werden zu lassen, wird das halt auch ganz okay. Dann kriege ich das wieder hin. Ich liebe ja die Sonne, deswegen das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte so, meine Gene als Araber, so die halben, die ich habe, die sind gut genug, um dass ich nicht sofort einen Sonnenbrand kriege. Habe ich ein bisschen das Wetter unterschätzt hier unten in Australien. Genau. Die erste Aufgabe ist zu Woolworth gehen und mir Pflegeprodukte kaufen. Der nächste Step ist, sobald ich wieder zurück bin, zur Bank fahren. Denn heute ist der Tag, Montag von meinen Daten her, ist zur Bank zu gehen, zu der Westpac Bank hier in Ost-Queensland und mir ein Bankkonto zu öffnen. Ich weiß nicht, das mache ich jetzt einfach, weil ich sowieso auch mal die Stadt sehen will. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Steuernummer kriege, die Bankkonto, weil es stand schon auf der Webseite, dass man die Steuernummer braucht, die ich bereits beantragt habe, die Texas File Number. Allerdings braucht die, sage und schreibe, ungefähr 28 Tage, bis die ankommt. Also, das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt kein Bankkonto darin machen kann und einen Monat ohne Arbeit hier verbringe. Das wäre scheiße. Deswegen gehe ich jetzt einfach sowieso mal zur Innenstadt, was ich machen wollte, und besuche einfach mal die Bank und versuche mir da einen Bankaccount zu machen. Das ist der Plan für heute und morgen steht sogar schon was ganz Geiles an, und zwar mein Geburtstag. Und da habe ich schon was Nices geplant. Was sehr Nices. Und das seht ihr aber in der nächsten Folge. Das wird eine ganz eigene Folge, die auch super lang wird, weil ich super viel machen werde. Jetzt war ich doch ein bisschen zu nervös, um den ganzen Einkauf aufzunehmen. Und habe jetzt einfach nur das aufgenommen, was ich aufnehmen wollte. Und zwar so ein bisschen die Gänge und dies und das. Dann gab es auch ein kleines Problem an der Kasse. Aber ich bin zu den Selbstzahlerkassen gegangen und es war recht easy. So, jetzt geht's mit dem Fahrrad wieder zurück. Und ja, dann werde ich sogar mit einem Auto mitgenommen, Alter, zur Bank. Mega geil. Ja, der Grant, der Sohn von Gaynor, der ja auch bei uns in der Hütte wohnt, der hat gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Und der findet mich halt richtig cool und so. Und ich finde ihn halt auch mega cool, der ist super freundlich. Und wir sind halt schon so Best Friends und so. Und ja, jetzt geht's erstmal wieder zurück und dann kann ich wieder chillen, bis es mit dem Auto zur Bank geht. Mega genial. Und der Grant hat auch schon die Connection zu dem Deutschen gemacht. Nur der meldet sich halt gerade noch nicht, weil der wahrscheinlich auch noch anderes zu tun hat, als ganze Zeit irgendwie mit jenen zu schreiben. So. Ich kann es ja verstehen. Nun gut, jetzt geht's zurück
mit Fahrrad. Da bin ich wieder. Also angekommen jetzt. Der Tag ist schon quasi vorbei. Und was ich erlebt habe jetzt in der Zeit, in den letzten paar Stunden, war wirklich einfach genial, muss man eigentlich sagen. Wurde quasi gefahren von der Mutter hier, von der Gainor. Es ist fucking crazy, also dieser Linksverkehr, den man hier hat. Aber ich blicke schon langsam durch und würde mir sogar selber zutrauen zu fahren. Ja, aber so mit meiner eigenen Karre, wenn ich dann eine habe. Allerdings habe ich jetzt auch noch meinen Bankaccount eingerichtet. Da kommen jetzt die Tage, kommen die Dokumente und meine Karte und sonstiges Zeug. Also, ja. Und meine Steuernummer kommt dann auch noch. So sieht man sich mich schlecht. Wie machen wir das? So. Und dann kann ich quasi schon anfangen zu arbeiten. Sobald ich meine Bankdaten habe, kann ich anfangen zu arbeiten. Weil da, wo ich mir den Kopf gemacht habe drum, um die Steuernummer, die man haben muss, die Tax File Number, die muss man haben, um eine Bank einrichten zu dürfen. Allerdings war der Bankbeamte so cool, dass er sagte, ja okay, unterschreib mal einfach, dass du schon eingerichtet hast und dann brauche ich mir einfach keinen Kopf machen, dann muss ich es halt einfach nur nachtragen und mich betrifft halt nichts weiter. So, und ich bin jetzt in der Commonwealth Bank und ja, da kann ich dann jetzt arbeiten quasi. Meine Bewerbung als Fleischer habe ich jetzt auch schon eingereicht und da bekomme ich jetzt bald einen Anruf von der Managerin und mal gucken, vielleicht kann ich da anfangen zu arbeiten als Saubermacher, Cleaner oder als, keine Ahnung, alles was ich machen kann. Und ja, die Information wäre halt, dass ich dort so um die $40 pro Stunde verdienen könnte. Ne, wenn ich mich gut anstelle wahrscheinlich, so als Bonus und so alles. So in den ersten Monat würde ich dann halt so 25 die Stunde verdienen, was halt auch gut ist. Je nachdem, was die Managerin mir anbietet für meine Arbeit. Und alles, wo ich erstmal Geld verdiene, ist auf jeden Fall immer ein Plus. So. Und meine Unterkunft, die ich hier habe, könnte ich pro Woche $180 ausgeben. Was halt auch ein guter Preis ist, oder ich zahle für 2 Wochen schon im Voraus und würde 350 bezahlen, würde ich $10 sparen, aber gespart ist gespart. Und ja, wenn es so vorangeht, würde ich auf jeden Fall gutes Geld verdienen, um schon mal, würde ich schon mal mir ein Auto zusammensparen können, so dass ich halt mein deutsches Geld nicht anfassen brauche. Und das ist das Ultimative, was ich hier erreichen will. Und zwar mit dem Geld leben, was ich hier erarbeite. Ich will kein Geld ausgeben. Also das wäre halt so das Backup. So zu sagen, okay, ich fasse jetzt das deutsche Geld an, wenn es mir halt einfach schlecht geht, wenn ich nicht arbeiten kann oder weiß nicht was. Dann fasse ich das deutsche Geld an. Und wenn nicht, dann halt für die Arbeit, was ich halt hier schon geleistet habe. Und das ist das, wo ich mir denke, was ich machen will. Genau. Das war der Tag und meine Gedankenwelt, die ich jetzt gerade habe. Und ja, ihr kriegt jetzt noch einen geilen Abspann von mir. Alles klar, peace out.